Hallo liebe Skorpione, wir schauen in unseren, ich sage in unseren, ich bin auch einer, nächsten Monat rein. Das ist ein Kollektiv-Orakel. Also für das Kollektiv der Skorpione. Und wir schauen, was wir für eine Nachricht kriegen. Ja, es geht darum, in Würde zu altern. Somit auch irgendwie eine Zeit, wo man sich stark überlegt, was macht man mit der Zeit, die man noch hat? Wie sieht unsere Zukunft aus, wenn wir älter werden? Da geht es auch so ein bisschen um körperliche Dinge. Wie sehen wir uns selber? Wie schön sind wir noch? Wie bewerten wir das selbst, das Alter? Haben wir Angst davor? Wie stehen wir dem Alterungsprozess an sich gegenüber? Und es geht einfach darum, mit sich selbst im Reinen zu sein und im Prinzip auch um eine Veränderung dessen Gedanken, wie gehen wir mit uns selber um, mit unserer Schönheitspflege. Es geht auch darum, dass wir uns schon so einen Status erschaffen haben, wo man uns vielleicht ganz gern mal um Rat fragt, wo man einen inneren Frieden oder eine Weisheit ausstrahlt. Und es geht darum, dass man nicht immer einfache Jahre, wo man auch gelernt hat, voll annimmt. Und es kann auch sein, dass wir uns gar nicht so alt fühlen, wie wir tatsächlich sind. Wir sollen uns so ein Feld auch schaffen, wo wir uns rundum wohlfühlen, egal wie alt oder wie jung wir sind. Und für einige von uns gilt es tatsächlich, sich auf Zeiten vorzubereiten, wie den Ruhestand oder eben einem reduzierten Tempo in unserem Leben, einen anderen Umgang mit unseren Reserven auch. Schauen wir mit dem keltischen Kreuz. Ja, ein Monat, wo es darum geht, neue Wege zu finden, Entscheidungen zu treffen, neue Möglichkeiten zu nutzen, sich Weichen zu stellen. Ein bisschen Erfindergeist gehört hier dazu. Und es gibt ja auch Nachrichten, die uns da auf den Weg helfen, ne? Möglicherweise kommuniziert man in verschiedene Richtungen, überlegt, welcher Weg wäre der beste für mich. Oder es kommen einfach auch Nachrichten bei uns an, bei denen man dann Entscheidungen treffen darf oder muss. Oder einen anderen Weg finden. Wenn man so ein bisschen entscheidungsunfreudig ist, kann man ja tatsächlich über Kommunikation Input kriegen. Das heißt, man lässt sich inspirieren. Wow, wir haben den Klee gleich dabei. Also ihr dürft hier tatsächlich mit guten Nachrichten rechnen, mit Momenten, wo sich auch auf der bewussten Ebene schon die Glücksgefühle einstellen, wo man weiß, etwas geht in eine gute Richtung, wo man das Alltagsglück, die kleinen Dinge auf dem Weg auch mehr schätzt. Und man fühlt sich irgendwie glücklich, ne? Man hat den Klee auf der bewussten Ebene und somit auch die besten Voraussetzungen, etwas in eine gute Richtung zu entscheiden. Es kann ja auch mehrere Nachrichten geben, die uns ein bisschen Glück mitbringen. Passt auch zu dem Thema, ne? Wenn du glücklich bist, auch auf der bewussten Ebene, darauf ausgerichtet, dass du Glück empfängst, dass etwas gut ausgeht, dann bist du auch mit dir im Reinen, was das Altern betrifft, ne? Es sieht aus, als ob sich etwas klärt, auf das man vielleicht auch schon lange gewartet hat, dass das Unterbewusstsein klärt. Hier kann so eine Nachricht kommen, die uns auch so Aufatmen mitbringen lässt oder wo wir sagen, okay, jetzt weiß ich es, jetzt geht es weiter. Hier gibt es so Antwort auf eine Frage oder auf offene Fragen.
Möglicherweise tauchen hier Freunde auf, die ihr schon aus der Vergangenheit in euer Leben habt kommen lassen. Menschen, mit denen ihr ein Stückchen Weg zusammengeht, mit denen ihr gute Kontakte pflegt, die euch so ein bisschen auch inspirieren. Es hat sich gelohnt, dass wir uns in der Vergangenheit selbst auch treu geblieben sind auf unserem Weg. Wir knüpfen an etwas oder an jemanden an, der für unsere neue Entscheidung oder für unsere neue Möglichkeit mitspielt auf unserem Lebensweg und der auch so uns wieder daran erinnert, dass wir nicht zweifeln brauchen. Ne? Wenn wir unentschlossen sind, dürfen wir auch mal den Rat von Personen holen, die uns inspirieren. Das sind nicht die, die dir irgendwas erklären, weil ungefragt, sondern das sind die, die man auch fragen würde. Hier kann es auch sein, dass man eine Eigenschaft hinterfragt, eine Eigenschaft oder eine Verhaltensweise, der man auch lange treu war. Und man denkt hier so, okay, da brauche ich jetzt mal einen anderen Ausblick, eine andere Meinung dazu. Wir sind hier auch aufgefordert, wieder an das Glück zu glauben, uns von Zweifeln nicht beeinflussen zu lassen, eventuell genau hinhören, zwischen den Zeilen lesen. Und aus der eigenen Sicht haben wir hier ein Fundament, auf dem wir gut aufbauen können. Wir haben auch die Grenze schon gezogen zu Dingen, die im Leben für uns nicht mehr wichtig sind, zu Menschen, die in unserem Leben nicht mehr wichtig sind. Es kann ja auch sein, man begegnet inspirierenden Menschen und man hat hier vielleicht dieses Gefühl, wenn ich mich diesem Mensch öffne, dann habe ich hier vielleicht ein Fundament, bei dem ich aus der Vergangenheit gelernt habe, zweifle lieber ein bisschen mehr an den Menschen. Also so Gewissensfragen, ne? Wem öffnest du deine Türe? Wem zeigst du dich auch? Hier kommt aus dem Umfeld eine wahnsinnig gute Energie. Das heißt, die Zweifel, die wir hier haben, die sind nicht begründet. Es geht darum, dass wir uns unser Umfeld so gestalten, dass wir gute Energie daraus schöpfen, dass wir auf das bauen können, was wir schon haben, dass wir genau spüren, wo geben wir Energie rein und wo lassen wir es lieber bleiben. Aber hier sind wirklich schon die guten Nachrichten und gute Kontakte und gute Entscheidungen. Eben nur die Zweifel nicht hochkommen lassen, in dieser Weise, dass man dann lieber vermeidet. Hier zeigt sich tatsächlich was ich mir gedacht hatte. Es geht darum, im nächsten Monat uns auch anzugucken, wo wir vielleicht die Befürchtung haben, ein neuer Mensch, eine neue Situation, eine neue Energie kann uns verletzen oder kann uns diese Qualität von Verlust mitbringen. Aber das stimmt nicht. Das ist so eine Angst, die man sich einredet, wenn man in der Vergangenheit auch hängt und denkt, so, das passiert mir nicht nochmal, ja, hier habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass mir was nicht gut tut. Am Ende aber wird es so sein, dass die Beziehungen, die Verbindlichkeiten, die wir hier zu Menschen haben, auf ein neues Feld kommt, auf dem großes Wachstum für unser Beziehungsleben an sich stattfindet und wo es auch möglich ist, dass wir ungesunde Situationen verlassen, ja, dass wir etwas weglassen, was uns nicht gut tut. Wir haben die Sonne, den Klee, den Baum, alles so Dinge, die auch wieder die Photosynthese einleiten und wo wir aus guter Energie aus dem Umfeld nicht darauf verzichten sollten,
weil wir hier einen größeren Schatten auch bewerkstelligen, der mit Partnerschaften zu tun hat. Hier kann auch sein, dass aus einer Freundschaft sich mehr entwickelt, eine Beziehung, etwas, was gemeinsam mit einem alt wird. Und dass man eben sehr, sehr gut versteht oder wo man bisher sein Beziehungsleben vielleicht auch sich selbst beschnitten hat, weil man Angst hatte, sich zu öffnen oder Angst hatte vor Wiederholungen der Vergangenheit. Ein Monat, wo neue Verträge hier auf dem Weg sind, die dann verbindlich auch weiterbringen. Auch mehrere in verschiedenen Bereichen. Es kann hier im häuslichen Bereich sein, im freundschaftlichen, kann auch auf der Beziehungsebene sein. Und wir haben hier noch Wunder kommen unerwartet. Also schon eine Situation, mit der wir auch nicht rechnen. Mit der Nieswurz wird uns hier gesagt, in der dunkelsten Zeit des Jahres öffnet die Nieswurz ihre Blüten und es wird heller. Also da, wo man nicht gedacht hat, dass, ich habe gerade von der Photosynthese gehabt, ne? Da findet ein plötzlicher Wachstum statt und eine ganz gute Ebene, mit der man so nicht rechnen würde. Wir nehmen noch einen Engel für den Monat. Welcher Engel begleitet die Skorpione? Guckt euch das an. Der Engel der Entscheidung und hier in der Mitte liegt die Entscheidung. Entscheidungen gehören zum Leben dazu. Meistens sagt uns unser Bauchgefühl, was richtig ist. Vertraue darauf, dass dein Engel dir zur Seite stehen wird, wenn es darum geht, die richtige Entscheidung zu treffen. Die Botschaft des Engels, höre auf dein Herz, dann wirst du mit Sicherheit den richtigen Weg einschlagen. Super, ihr Lieben, ich freue mich. Gute Botschaft. Ich drücke euch. Bis bald.